Im heutigen Teil der Küchen-DIY-Serie nähen wir gemeinsam ein Geschirrtuch passend zur Kochschürze. Falls du die ersten beiden Videos verpasst haben solltest, blende ich dir hier oben den Link zur Playlist ein. Um keine weiteren Folgen zu verpassen, abonniere meinen Kanal und drück die Glocke. Ein selbstgenähtes Geschirrtuch sieht sehr dekorativ aus und ist auch noch sehr einfach und schnell genäht. Daher eignet es sich auch besonders gut für Näheinsteigerinnen und Näheinsteiger, um etwas Übung mit der Nähmaschine zu erhalten. Hey, ich bin Jenny, gelernte Schneiderin und Modedesignerin, und in meinem Kanal So You dreht sich alles ums Thema Nähen. Also, legen wir los! Ich empfehle einen 100% Baumwollstoff. Wenn es ein passendes Set geben soll, dann verwende denselben Stoff wie für die Schürze. Wenn du einfach ein einzelnes Geschirrtuch nähen willst, empfehle ich einen etwas dickeren Stoff zu wählen, der das Wasser gut aufsaugt. Außerdem benötigst du ein kleines Stück Schürzenband aus Baumwolle. Alternativ kannst du auch das Schrägband verwenden, das du für die Schürze gewählt hast. Zeichne ein Rechteck auf deinen Stoff und schneide es zu. Die lange Strecke sollte parallel zur Webkante, also zur Kante des Stoffes verlaufen. Die rechten Winkel dazu sollten ebenfalls einem Faden entlang verlaufen. Dann schneidest du genau im Fadenlauf. Mein Rechteck ist 47 cm breit und 74 cm lang. Zeichne auf der Rückseite des Stoffes, auf der sogenannten linken Seite, rundherum Markierungen mit 4 cm Abstand zur Kante entfernt. Leg die Kante an die Markierungen und bügle den Umbruch. Falls du kein Bügeleisen hast oder einfach keine Lust darauf, es zu verwenden, lass diesen Schritt weg. Das Bügeln hilft, einen perfekten Saum zu machen und erleichtert das Nähen. Bügel alle 4 Kanten. Hier kommt noch ein Profi-Tipp. Schneid ein 1 cm x 1 cm kleines Quadrat aus der Ecke heraus. Dieses Stück Stoff wird zur Verarbeitung nicht benötigt. Durch das Wegschneiden wird die Ecke nach dem Falten etwas dünner und damit ist die Verarbeitung schöner. Das fällt vor allem ins Gewicht, wenn man einen dicken Stoff verarbeitet. Falte die Kante des Stoffes an den gebügelten Umbruch und stecke es so fest. An die obere rechte Ecke des Tuches bringen wir das Schürzenband an. Lege es mit ca. 7 cm Abstand von der oberen Ecke entfernt diagonal hin. Schneide es im richtigen Winkel verlaufend zu. Lege es unter den Stoff und stecke es fest. Wenn du mit dem Schrägband arbeitest, falte es in die Mitte und nähe es zu. Schneide es ebenfalls im richtigen Winkel zu und lege es unter den Umbruch. Steck es fest. Nähe mit einem kleinen Abstand zum inneren Umbruch entfernt einmal rundherum. Sichere die Stiche am Anfang und am Ende, indem du einige Stiche vorwärts, rückwärts und wieder vorwärts nähst. Nähe den Stoff bis fast nach außen fest und nähe wieder einige Stiche rückwärts. Lass die Nadel im Stoff stecken, heb das Füßchen und dreh den Stoff. Senk das Füßchen wieder und nähe weiter. Schneide am Schluss alle Fäden ab. Und schon ist das Geschirrtuch fertig genäht. Habe ich nicht gesagt, dass es super einfach ist? Im nächsten Video nähen wir gemeinsam den passenden Topflappen. Also abonniere meinen Kanal und drück die Glocke, um keine Folge zu verpassen. Nun wünsche ich dir viel Spaß beim Nähen und abtrocknen. Naja, zumindest viel Spaß beim Nähen und danke fürs Zuschauen.